Und jetzt ist sie in diesem Kreis. Oh, nochmal neu starten? Oh, come on, würde ich jetzt sagen. Was ist denn los? So, jetzt sind wir wieder an einem richtigen Ort. Das heißt, wir sind wieder... Also wieder an einem richtigen Anfang. Even now, Stanley's office was a distant memory. What did it look like? There was a computer, perhaps, and a painting. Was it a painting or a photo? He could no longer recall. Okay, andere Sätze wieder. Awaiting input. Input received. Ich kann aber nichts weiter drücken. Oh, doch. Nee, ich kann ja nichts machen. Na gut, dann gehen wir weiter. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Gut, rechts haben wir alle schon gemacht. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Wollte mal kurz gucken, was hier so auf dem Tisch steht. Auch wieder Charts, irgendwelche Diagramme. Naja, gehen wir mal weiter. Dieses Mal... Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ja, ich mache ja schon. Unten haben wir ja schon alles gemacht, ne? Executive Bathroom. Der hat eigenes Badezimmer sogar, aber die Tür sieht anders aus. Die Tür passt überhaupt nicht rein. Ah, hier ist Assistenten. Steht irgendwas Interessantes da? Nee, sehe ich nicht. Hier irgendwas Lustiges? Auch nicht. Bisschen Geheimtür hier? Nee, auch nicht. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Können wir natürlich nicht wissen. Aber was ich gucken wollte, da steht The Most Expensive Boss und das Gesicht, da ist kein Gesicht drauf und so. Und da ist hier so eine schöne Müllhalde und so, aber gucken. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Ja, nö, wissen wir gar nicht. 284, was wir was Falsches machen? 2845. Okay, 28445. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. Ja, he was stepped für ein into the Zufall. newly opened passageway. Aber wie hoch das hier hochfährt, das ist ja krass. Geht das zu? Nee. Oh, hier ist ein Fahrstuhl. Das ist aber ein seltsamer... Oh. Nicht, dass wir runterfallen. Fahrstuhlmusik. Da, 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 da. Loading, loading, loading. Schon ein cooles Spiel. Erzähler ist sowas von cool drauf. Ist echt cool gemacht. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Okay, gehen wir mal weiter. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Mind Control Facility oder Escape.
Wir können jetzt natürlich fliehen. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Mir doch egal. Aber das sieht mir nach einem endlosen Gang aus. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Ja, ja. Jetzt auf einmal. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Okay, dann probieren wir es mal aus. Da blinkt irgendwas rot, das sieht natürlich sehr gefährlich aus. Oh, scheiße. Geronimo! Oh. Was? Was zum As the Teufel? machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Lass mich heraus! Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Nichts da, ich weiß, wie man sich duckt. Erzähler. "Farewell, Stanley," cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Hä? Wer ist die Frau jetzt? Was soll das? Das Spiel verarscht mich schon wieder. Das gibt's doch nicht. Was ist das hier? And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as Was? alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Weiß ich auch nicht. Aber das sieht anders aus. When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Ist das jetzt das Ende? Hätten wir vielleicht doch Mind Control zuerst noch nehmen sollen? Office Layout. The blueprint shows the office from the beginning of the game. Dann würde ich... ich will das andere Ende auch noch sehen. Und das ist natürlich doof jetzt. Wenn das jetzt das richtige Ende ist. Weil wir müssen noch sehen, was der Boss noch macht. Credits. Scheiße, wir sind durch. Button Sounds. Okay. Wir können links oder rechts laufen. Credits. Schade. Ich dachte, jetzt können wir noch mal... Boss Office. Hier geht's auch noch mal weiter. Das ist ja seltsam hier. Mind Control Facility. Escape. Okay. Was ist das? Narration Outtakes. Ich höre es nur ganz leise. Ich höre was, aber ich höre es nur ganz, They're ganz... throwing a surprise party for him for all his button pushing. Does that sound plausible to you? Seltsam. Das ist ja ist das jetzt wirklich schon zu Ende?
Aber wir müssen, wenn, dann muss ich nochmal neu starten und den Boss muss ich nochmal machen. Das muss ich nochmal zeigen. Das will ich auch nochmal sehen. Das weiß ich auch noch nicht. Freedom Ending. Freedom? Sind wir noch nicht in der Freiheit? Countdown Disk. One of the disks of an early version. Okay. Okay. Dann haben wir wohl was verpasst, ne? Und da muss ich... Das ist wie ein Labyrinth hier. Ich komme gar nicht weiter. Hier ist das Office. Ich glaube, ich bin jetzt total... From Lance Perkins, subject, I have burning questions. For instance, hi my narrator guy, I have a question for yours. Narrator E-Mail. Ach, jetzt haben sie sogar die E-Mails hier aufgestellt. Das ist auch ganz cool gemacht. More Endings, fewer Endings. More Narrators, fewer Narrators. More Stanley, less Stanley. Warzone, early in development. We designed an ending where Stanley would end up on a battlefield fighting aliens. The action game would become sentient and would wage war against the narrator. We realized shortly after starting to build it that it was too jokey and on the nose for the tone of the game. Plus, some people interpreted it as making fun of people who like shooters, which was not our intention. Ja, ich würde aber ganz gerne jetzt nochmal wissen, wo ich dann gelaufen. Ach, hier bin ich wieder. Also, da bin ich ja doch richtig gelaufen. The Office. Das ist ja interessant. Warum ging es jetzt in dem Spiel um Entscheidung? Dass jede Entscheidung, die wir jetzt treffen, Auswirkungen hat? Oder dass wir vielleicht selbst nicht auf Entscheidungen nicht treffen, sondern die schon vorausbestimmt sind durch einen größeren Erzähler? Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Aus. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let time